Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist unterdessen zu einem zweitägigen Besuch in Kenia eingetroffen. Habeck will sich in Kenia auch über die Fachkräfteausbildung sowie die Start-up-Szene und die Digitalwirtschaft informieren. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der 5. deutsch-afrikanische Wirtschaftsgipfel, den Habeck zusammen mit Kenias Premierminister Mudavadi eröffnen wird. Vor allem der Rohstoffimport wird für Deutschland immer wichtiger. Mit dem Kauf wichtiger Mineralien in Afrika will sich die deutsche Wirtschaft dann auch unabhängiger von China machen. Unsere Kollegin Isabel Finzel, die ist mitgeflogen nach Kenia, begleitet den Wirtschaftsminister zu diesem deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel. Und am Rande hatte sie auch noch mal Gelegenheit, mit ihm ein exklusives Interview zu führen. Hören wir rein. 2 Tage Kenia und wir begleiten den Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck auf seiner Reise. Danke, dass Sie sich trotz der vielen Termine Zeit für ein Gespräch nehmen. Sehr gerne, eine große Freude. Herr Habeck, Sie haben heute schon einiges angeschaut, darunter eine Geothermieanlage, also eine Erdwärmeanlage. Was sind denn die ersten Eindrücke, die Sie hier sammeln konnten? Und was ist für Sie persönlich das wichtigste Ziel jetzt bei dieser Reise? Nun, das wichtigste Ziel ist der große Kongress, der morgen stattfindet, heute Abend mit dem Anlauf der Vorabend, wie sagt man, des Vorabendzusammenkommens. Der ist noch größer als vor 2 Jahren, der findet alle 2 Jahre statt und das zeigt ein gestiegenes deutsches Interesse an Afrika, aber auch von Afrika an deutschen Unternehmen. Da möglichst viele konkrete Wirtschaftskontakte zu machen, das wäre das Wichtigste. Dazu gehört natürlich auch, einige afrikanische Länder, in diesem Fall vor allem Kenia, besser zu verstehen, in diesem Fall das Energiesystem. Und Kenia nutzt sehr klug die Geothermie, um das elektrische System klimaneutral aufzustellen. Und das war schon beeindruckend heute. Sie haben den deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel morgen angesprochen. Wir müssen aber auch einmal auf die deutsche wirtschaftliche Lage schauen. Der Bundeskanzler hat am Wochenende eine Investitionsprämie gefordert unter der Überschrift Made in Germany Bonus. 10% der Anschaffungssumme soll es als Steuererstattung geben vom Staat, egal ob es sich um Investitionen in Digitalisierung, klimafreundliche Energien oder neue Maschinen handelt. Was halten Sie davon und war das mit Ihnen als Wirtschaftsminister abgestimmt? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil dieser Vorschlag relativ exakt meinem Vorschlag von vor 4 Wochen ungefähr entspricht. Und entsprechend freue ich mich natürlich, dass der Bundeskanzler den übernommen hat. Aber abgestimmt war es nicht? Naja, ist ja mein Vorschlag, da muss er sich ja nicht mit mir abstimmen. Also da kann ich einfach nur fröhlich sein und alle anderen ebenfalls einladen, meinen Vorschlag zu übernehmen. Je mehr Unterstützung es dafür gibt, umso wahrscheinlicher wird es, dass es kommt. Das ist ein großer Schritt, was Wichtiges. Und mein Gedanke dahinter war, dass das Land diese Lethargie dadurch wirklich überwinden kann. Also das ist der richtige Weg und ich freue mich, dass die SPD den Weg nun mitgehen will. Auch einen Deutschlandfonds hat er vorgeschlagen, der zunächst mit 100 Milliarden Euro ausgestattet werden soll, aber mit viel Luft nach oben, wie er sagt. War das denn mit Ihnen so abgesprochen? Das ist ebenfalls der zweite Teil meines Vorschlags. Es gibt noch ein paar weitere, aber exakt meine Vorstellung, nur dass die 100 Milliarden nicht reichen. Alle Kalkulationen vom Bund der deutschen Industrie, von den Energieunternehmen sagen, es muss größer sein. Der Investitionsstau in die Bahn, in die Brücken, in die Digitalisierung, in die Stromnetze ist so groß, dass das nicht reichen wird. Aber immerhin ist ein Anfang. Aber noch einmal, vor 4 Wochen, als die Ampel noch eine Regierung war, habe ich Vorschläge unterbreitet, wie die Wirtschaft in einen Aufschwung wieder reinkommen kann. Und diese beiden Vorschläge, also Investitionsprämie und die Infrastrukturkosten aus einem Fonds heraus zu zahlen, sind Teil dessen. Die Frage ist natürlich, ob das Ganze am Ende eine Mehrheit findet oder eben nicht. Ich würde gerne mit Ihnen auch noch einmal auf die Ukraine schauen. Der Bundeskanzler war heute da und am Wochenende hat Franziska Brandner, ihre Staatssekretärin und die neue Grünen-Chefin, ja, Aufsehen erregt, weil sie gesagt hat, nach ihrer Meinung könnte die Ukraine mit einem Kanzler Friedrich Merz besser unterstützt werden als mit einem Kanzler Olaf Scholz. Sehen Sie das auch so? Und glauben Sie, dass es bei diesem Thema und anderen Themen tatsächlich größere Schnittmengen mit der Union geben könnte? Zumindest ist es immer nicht ganz klar, wohin die SPD will. Das muss man so sagen. Das hat Franziska Brandner rausgearbeitet. Es gibt unterschiedliche Stimmen, es gibt unterschiedliche Strömungen. Und ich glaube, an dieser Stelle braucht es Klarheit und auch Ehrlichkeit. Besonnenheit ist immer richtig und es ist gut. Aber es muss eben auch eine gerichtete Besonnenheit sein.
Und die heißt, dass wir den Frieden in Europa in Freiheit bekommen müssen. Und das geht nicht, indem man sich vor Putin in den Staub wirft. Man muss sagen, Herr Habeck, der Kanzler hat auch Sie und Ihre Partei kritisiert. Und zwar so, würde ich sagen, als würden die Grünen nicht seine Koalitionspartner sein. Er hat gesagt, die Grünen stünden für Gängelung, Überforderung und staatliche Bevormundung. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das ist Wahlkampf? Hat Sie das nicht geärgert? Nein, das ist ja Wahlkampf. Aber es ist Ihr Koalitionspartner. Ja, und ich habe gerade gesagt, dass die Ausrichtung in der Ukraine-Politik, in der Friedenspolitik eine größere Klarheit haben könnte. Also wir sprechen halt jetzt die Punkte aus und also das muss die SPD für sich klar machen. Für mich ist wichtig, dass wir den Klimaschutz nicht als Hemmnis oder als Ursache der ökonomischen Probleme sehen, sondern als Teil der Lösung. Das bedeutet natürlich klarerweise, dass wir investieren müssen, aber in die Zukunft des Landes. Und umgekehrt wird ein Schuh daraus zu behaupten, indem wir länger bei der fossilen Energie bleiben, also unsere Automobilkonzerne länger fossile Verbrennungsmotoren produzieren, indem wir länger Kohle verbrennen, indem wir länger Stahl aus Kohle produzieren, wird nicht die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Konservativ sein bedeutet ja nicht, oder jedenfalls verwunderlicherweise sagen Sie, dass jetzt die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Konservativ sein müsste doch eigentlich bedeuten, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mit wirtschaftlichem Aufschwung zu verbinden. Und der erste Teil, der geht mir im Moment bei der Union immer wieder verloren. Insofern Klimaschutz und wirtschaftliche Erholung gehören zusammen. Aber nochmal eben Klimaschutz. Der Bundeskanzler hat auch Sie als Klimaminister kritisiert. Und zwar ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt, muss man fast sagen. Klimapolitik mit der Brechstange funktioniere nicht, hat er gesagt. Und das ist, muss man sagen, ein Satz, den hätte auch Friedrich Merz, den hätte auch die Opposition sagen können. Warum beenden die Grünen nicht die rot-grüne Minderheitsregierung? Also letzteres ist ja, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, Quatsch. Wir stehen vor einer Neuwahl. Wir machen die Neuwahl und danach wird es Koalitionsverhandlungen geben und eine neue Regierung sich bilden. Und also das darf ich mit großem Selbstbewusstsein sagen. Wir haben immer den Weg über den sozialen Ausgleich und den Pragmatismus gesucht. Insofern, das würde ich einfach unter Wahlkampfgetöse abhaken. Aber es ist ja Wahlkampf, man darf da auch tösen. Also Wahlkampf, sagen Sie, Robert Habeck. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen.